Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Rezeptvideo. Ich hatte euch ja in einem meiner Vlogs die Muffins gezeigt, die ich gemacht habe. Und zwar waren die glutenfrei, zuckerfrei, mehlfrei. Also besonders gesund, aber trotzdem sehr, sehr lecker. Die Kinder haben ja den Test gemacht, denen hat es mega geschmeckt. Deswegen kommt hier das Rezept zu den Muffins. Ich habe nämlich mir das selber so ein bisschen zusammengestellt aus mehreren anderen Rezepten. Und zwar ist bei mir halt so, dass ja immer in irgendein Rezept irgendwas drin ist, was ich nicht drin haben wollte. Mich hat nämlich das interessiert, dass da eben statt Weizenmehl Hafermehl drin ist. Aber dennoch war bei manchen Rezepten entweder raffinierter Zucker mit dabei oder sonst irgendwas, was ich nicht drin haben wollte. Deswegen hier meine Konstellation von einem leckeren, gesunden Muffin. Ihr könnt natürlich auch da variieren. Ich zeige euch einmal hier die Zutaten. Letztes Mal, als ich die Muffins gemacht habe, habe ich sie mit Banane gemacht. Diesmal mache ich sie aber mit Apfelmus, ungesüßten, ganz wichtig. Wobei ich habe hier Apfel-Bananenmark. Also es ist Apfel und ein bisschen Banane noch mit drin. Aber ihr könnt entweder eben ganz reife Bananen nehmen oder Apfelmus. Aber ganz wichtig, ungesüßten, den ganz natürlichen. Wenn ihr eben nicht diesen Bananengeschmack in den Muffin haben wollt. Übrigens im Hintergrund läuft die Spülmaschine, nicht wundern. Einmal haben wir hier Apfelmus, dann haben wir hier jeweils einen Esslöffel Erdnussmus und Mandelmus. Ihr könnt entweder nur Erdnussmus nehmen, das ist ein bisschen günstiger, ne? Das Mandelmus ist ja schon ganz schön teuer. Deswegen könnt ihr auch nur Erdnussmus nehmen. Ich habe jetzt jeweils einen Esslöffel von beiden. Dann zum Süßen benutze ich Dattelsirup, also es ist 100%iger Dattelsirup. Ihr könnt aber auch Reissirup nehmen, Ahornsirup oder Xylit ist auch ganz okay. Also nehmt einfach das, was ihr sonst benutzt, außer raffinierten Zucker. Dann haben wir hier etwas Pflanzendrink, Backpulver, Natron und Zimt. Dann hier eben das Hafermehl. Ich habe das schon so gekauft. Ihr könnt aber auch selber Haferflocken, wenn ihr so einen guten Mixer habt, dann selber die Haferflocken einfach zu Mehl verarbeiten. Dann haben wir Zartbitter-Schokodrops. Die sind halt auch eben vegan. Und optional könnt ihr noch Blaubeeren reintun, wie ihr möchtet. Ich werde jetzt in einen Teil der Muffins obendrauf Blaubeeren tun. Ja, dann mischen wir mal alles zusammen. Ihr braucht einfach nur eine Schüssel und einen Schneebesen. Das war's, ist gar nicht viel Arbeit. Und jetzt mache ich erstmal die ganzen flüssigen Zutaten hier rein. Einmal das Apfel-Bananenmus. Achso, Vanilleextrakt ist noch mit drin, habe ich vergessen. Aber die genauen Zutaten findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dort stehen alle Mengenangaben und alle Zutaten nochmal drin. Habe ich vergessen, weil ich hier die Schüssel reingetan habe. So, dann das alles hier rein. Na, Malik Musa, wie sieht's aus? Malik Musa ist heute der Kameramann hinter der Kamera. Ist gar nicht einfach, so ein Job, ne? Mhm. Willst du hinter der Kamera bleiben oder möchtest du ein bisschen rühren hier? Die Zutaten. Willst du rühren? Ja, hast du Lust? Kannst du gerne machen. So, dann verrühren wir einmal erstmal hier diese flüssigen Zutaten. Man riecht den Apfelmus richtig. Sieht schon mal gut aus. Jetzt kommen die Zutaten dazu. Muss mal gucken, vielleicht muss ich noch ein bisschen mehr Mandeldrink noch mit reinmachen. Mal schauen. Und mal sehen, wie die Konsistenz dann ist. Sag mal her kurz. Schön braun geworden. Sieht dann aus wie so Schokomuffins, war, weil der durch das Dattel- und Mandelmus so braun geworden ist. So, jetzt mache ich das rein. Kannst du weiter kneten. Sag mal her, ich glaube, wir müssen doch ein bisschen mehr, oder? Lass mich mal gucken. Wie war letztes Mal der Teig? Da war der auch so fest, ne? Oder war ein bisschen flüssiger? Bisschen flüssiger. Okay, dann machen wir noch mal ein halbes Glas, dann sind das auch 200 Gramm. Bei dir sieht das voll einfach aus. Du machst so schnell. Jetzt machen wir die Schokodrops. Ein paar lasse ich noch für so oben drauf. Das sieht dann immer ganz schön aus, wenn man die dann noch besser sieht, ne? Blaubeeren gebe ich auch oben drauf. Zeig mal her jetzt. Ja, jetzt ist besser. Man hört das voll, diese Schokodrops. Ja, ne? So, dann lassen wir den Teig kurz zur Seite einmal 5 Minuten ruhen. In der Zeit kannst du ja die Muffinform einfetten. Warte. Das lassen wir mal hier stehen. Und in der Zwischenzeit fettest du mir die Auflaufform, Auflaufform vor allem. Bitte schön.
Dann nimmst du einfach so und fettest so ein bisschen die Förmchen ein. Voll die Fortnite-Werbung hier. Soll ich mein T-Shirt umdrehen? Nein. Sehr schön hast du das gemacht. Super. Den Backofen habe ich schon mal vorgeheizt auf 180 Grad. Die Muffins kommen dann so für circa 20 bis 30 Minuten. Das kommt auf euren Backofen an. Meiner ist so ein bisschen lahm, habe ich gemerkt. Also bei mir dauern die schon 30 Minuten. Aber ihr schaut einfach, ihr seht es ja dann, wenn die dann oben Farbe bekommen, dann sind sie fertig. So, jetzt füllen wir das Ganze um in die Förmchen. Und dann machen wir noch ein bisschen die Heidelbeeren oder Blaubeeren. Und noch ein paar Schokodrops habe ich aufgehoben. Die machen wir nochmal so oben drauf. Das sieht dann auch nochmal schön aus. Bei dem Rezept könnt ihr wirklich variieren. Ich habe da noch so viele Ideen. Ich will es auf jeden Fall auch noch mit Walnuss oder wie diesen Karottenkuchen mit Möhre drin. Eben mit verschiedenen Nüssen oder so. Also man kann sich da echt austoben, finde ich. Da kann man so viele Sachen machen. Also ich werde da auf jeden Fall noch sehr, sehr viel rumexperimentieren. So Apfelzimt, so auch nochmal so Apfelstücke oder so. Stelle ich mir super saftig und lecker vor. Oder eben einfach Kakaopulver noch mit rein. Dann habt ihr direkt auch Schokomuffins. Ne? Also da könnt ihr euch wirklich so rumexperimentieren. Ich finde, so an sich sind die schon wirklich gelingsicher. Gut, dann filmen wir jetzt noch um. Dafür zoome ich gleich mal ran. So, hier haben wir jetzt die fertigen Muffins. Ich habe ja einen schon auseinandergenommen und mein Mann hat probiert, Miriam hat probiert und ich muss sagen, die sind noch leckerer geworden als letztes Mal. Ich war ja schon letztes Mal so begeistert, dass die so lecker geworden sind. Aber jetzt, ihr müsst das unbedingt ausprobieren. Ich schreibe euch genau so, wie ich sie jetzt heute gemacht habe, in die Infobox. Mega. Also ich finde die so viel, viel besser. Ich mag es ja persönlich eben nicht, dieses Bananengeschmack so stark. Und deswegen jetzt mit dem Apfelmus so lecker und so unglaublich saftig und fluffig. Und das Ganze ohne Ei, ohne Zucker, also ohne raffinierten Zucker, ne? Und eben mit Hafermehl und so weiter. Also wow. Und die sehen aus wie Schokomuffins, ne? Durch den Dattelsirup ist der Teig ja auch so dunkel geworden und das Mandelmus. Ne? Ihr könnt da, wie gesagt, eine Kakaopulver noch reinmachen oder andere Sachen. Aber ich bin selber begeistert von diesem Rezept. Wirklich, probiert es aus und schreibt es mir dann in die Kommentare. Oder verlinkt mich auch gerne unter eure Fotos auf Instagram. Dann schaue ich mir das auch da sehr, sehr gerne immer an. Und bin da immer ja, mega, mega happy, wenn ihr meine Rezepte nachbackt. Abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Benachrichtigungsglocke, um auch das nächste Video nicht zu verpassen. Da weiß ich auch schon, weil es als nächstes kommt. Da kommt mal wieder was Herzhaftes. Ja, also bis zum nächsten Mal. Tschüss!